Heute sprechen wir mit Suryo. Womit beschäftigst du dich? Also ich bin von Hause aus Psychiater und Psychotherapeut und Neurotechnologe. In der Neurotechnologie beschäftigen wir uns mit Werkzeugen, die Hirnaktivität messen, analysieren, aber eben auch verändern können auf künstliche Weise, zum Beispiel mit Hirnstimulation. In meiner Arbeit geht es darum, diese Technologie in die klinische Anwendung zu bringen. Kannst du uns das genauer erklären und was deine Arbeit mit Quantentechnologien zu tun hat? Ich habe mich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn vor allem mit Gehirn-Computer-Schnittstellen beschäftigt, also eben genau mit Neurotechnologien, die es schaffen, neurobiologische Signale auszulesen. Ich beschäftige mich vor allem mit eben nicht-invasiven Technologien. Das heißt, wir messen die Signale des Nervensystems von außerhalb des Körpers. Ja, wir machen keine Operationen und stecken da Implantate rein, sondern wir messen das praktisch von außen. Und da ist es eben so, dass diese Gehirn-Computer-Schnittstellen begrenzt waren in ihrer Anwendbarkeit, weil das Auslesen dieser Biosignale relativ fehleranfällig ist. Jetzt gab es in den letzten 10 Jahren eben viele Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz oder auch der Quantensensoren, die versprechen, dass wir hier bei diesen nicht-invasiven Technologien richtig große Sprünge machen können und noch mehr nicht-invasive Anwendungen dieser Gehirn-Computer-Schnittstellen implementieren können. Das klingt nach sehr speziellen Aufgaben. Machst du das alleine? Hinter der Arbeit steckt ein großes Team mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Es geht ja in unserer Arbeit darum, dass wir Technologie, die im Prinzip gerade frisch aus dem Bereich der Forschung kommt, direkt in die klinische Anwendung bringen. Das heißt, man muss Leute haben aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das fängt an beim Ingenieuren und Physiker, über Mathematiker, Medizintechniker, dann bis hin zum Arzt und zum Physiotherapeuten, die da an einem Strang ziehen müssen. Es ist wirklich so, dass am Ende viele Disziplinen zusammenkommen müssen, dass das System am Ende auch beim Patienten funktioniert. Und eines unserer wichtigen Ziele ist ja, dass wir am Ende diese ganze Technologie auch in die wirklich klinische Routineversorgung hineinbringen. Und wie sieht dein Teil dabei aus? Vom Ablauf ist es häufig so, dass ich mich erst einmal mit einzelnen wissenschaftlichen Fragestellungen beschäftige und die können sehr unterschiedlich aussehen. Das kann eine rein technische Frage sein im Bereich der sogenannten Computational Modelings oder es kann auch schon etwas sozusagen Ingenieurlastiges sein, wo es um die Anpassung einer Maschine geht, bis hin eben um die Evaluation und Auswahl von einzelnen Patienten, die mit dieser Technologie dann zusammenarbeiten soll. Und so bin ich praktisch von dem ganz technischen bis hin zum klinischen und eben auch der ganzen psychologischen Ebene mit involviert. Du hast von Quantensensoren erzählt. Welchen Vorteil bringen diese gegenüber den aktuell verwendeten Methoden? Also so, dass das Gehirn ja ein elektrisches Organ ist. Und das Gehirn ist auch so organisiert, dass bestimmte Funktionen in bestimmten Hirnbereichen lokalisiert sind. Wenn wir jetzt elektrische Felder messen mit der sogenannten Elektroenzephalographie, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es so, dass wir eben eine direkte elektrische Verbindung herstellen müssen mit dem Kopf. Ja? Und um diese elektrische Verbindung herzustellen, brauchen wir meistens entsprechende Gels. Das sind meistens nasse Elektroden, das heißt, da wird etwas aufgetragen auf den Kopf. Am Ende ist es so, dass das eine Stunde dauern kann, bis wir gute Signale bekommen. Bei den Quantensensoren ist es so, dass wir diese Systeme eben direkt an den Kopf heranführen können, ohne einen direkten Kontakt. Also man braucht keine elektrische Brücke, sondern die messen eben die neuromagnetische Aktivität des Gehirns. Und dadurch, dass diese Aktivität nicht durch die Schädelkalotte, also den Knochen, weggedämpft wird, kann man eine viel, viel höhere räumliche Auflösung erreichen, als das bisher mit den konventionellen Systemen der Fall war. Was wäre da ein Beispiel, wo die Quantensensoren dann einen Mehrwert bringen? Also bisher war es so, dass wir zum Beispiel Exoskelette gesteuert haben über Gehirn-Computer-Schnittstelle und diese Exoskelette aber auf der Basis von diesen Hirnstromableitungen mit EEG nur sehr, sehr einfache Befehle ausführen konnten. Also zum Beispiel Hand auf oder Hand zu. Wenn wir jetzt diese neuen Quantensensoren einsetzen, können wir die Auflösung nochmal deutlich verbessern und zum Beispiel einzelne Finger dekodieren. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Glas sicher zu greifen oder wenn ein Patient zum Beispiel einen Kartoffelchip greifen möchte und in seinen Mund stecken möchte. Gibt es noch weitere Anwendungsbereiche, die erfolgsversprechend sind? Neben der Steuerung von Exoskeletten geht es zum Beispiel auch um die
Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeit. Es gibt Menschen, die haben einen Schlaganfall oder leiden an einer sogenannten neurodegenerativen Erkrankung, die im Verlauf der Erkrankung nicht mehr in der Lage sind zu kommunizieren, also zu sprechen oder teilweise eben auch ihre Augen nicht mehr bewegen können, aber bei vollem Bewusstsein sind. Also alles mitbekommen, was um sie herum passiert, aber sich eben nicht mehr mitteilen können. Und wir haben mehrere dieser Patienten. Wir haben eine Patientin, die kann im Prinzip nur noch die Augen schließen nach einer gewissen Zeit und damit etwas signalisieren, aber sie kann zum Beispiel auch ihre Augäpfel nicht mehr gut kontrollieren. Das heißt, sowas wie Eye-Tracking, was man machen könnte, funktioniert einfach nicht. Und bei solchen Patienten möchten wir diese Gehirn-Computer-Schnittstellen einsetzen, um die Hirnaktivität auszulesen, wenn sie sich vorstellen, etwas zu sagen, und diese Aktivität eben klassifizieren in einzelne Worte, dass sie mindestens mal Ja oder Nein, aber auch andere Worte darüber kommunizieren können. Man hat eben gezeigt, dass etwa 30% der Menschen, die mit einem Koma diagnostiziert werden, eigentlich gar nicht wirklich in einem Koma sind die ganze Zeit, sondern teilweise eben auch bei Bewusstsein, aber sich nicht mitteilen können. Und auch für diese Patienten ist es wichtig, dass wir herausfinden, sind sie bei Bewusstsein und wenn ja, müssen wir ihnen ein Werkzeug geben, um zu kommunizieren. Wow, das klingt nach Science Fiction. Können wir bald Gedanken auslesen lassen? Also Gedanken lesen im engeren Sinne wahrscheinlich nicht. Denn das System muss ja trainiert werden und es muss ja auch von dem Anwender eben für diesen Zweck eingesetzt werden. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in absehbarer Zeit Gedanken einfach klassifizieren und auslesen können. Aber das Ziel ist ja schon, dass wir bestimmte Dinge, die kommuniziert werden sollen, zuverlässig klassifizieren und auslesen können aus dem Gehirn. Natürlich in dem Einverständnis des Patienten zu dem Zweck der Verbesserung der Lebensqualität. Aber es ist ganz richtig, dass wir an dieser Stelle sehr genau hinschauen müssen, was mit den Daten passiert. Also das ist dieses Stichwort Datensicherheit und Datenschutz. Und da geht das eine mit dem anderen immer Hand in Hand, weil diese Technologien natürlich sehr, sehr nah an uns herankommen und wir sicherstellen müssen, dass die Daten auch entsprechend immer geschützt sind. Konnte das schon erfolgreich eingesetzt werden? Als wir diese Gehirn-Computer-Schnittstellen eingesetzt haben bei Patienten, die zum Beispiel gelähmt waren, haben wir was ganz Erstaunliches gefunden. Wir haben ja im Prinzip diese Hirnsignale übersetzt in die Steuersignale von einem Exoskelett. Und jetzt war es so, dass Patienten, die seit Jahrzehnten nicht in der Lage waren, die Hand zu bewegen wegen einem Schlaganfall, nach einem Monat, in dem sie das System täglich eingesetzt haben, plötzlich wieder gelernt haben, ihre Hand zu bewegen. Und zwar ganz ohne Exoskelett. Das heißt, das Nervensystem hat sich an diese Mensch-Maschine-Interaktion angepasst und hat auf diesem Weg wieder gelernt, die Hand zu bewegen. Das heißt, wir können durch den Einsatz dieser Technologien dafür sorgen, dass sich das Nervensystem, man sagt, reorganisiert, also anpasst. Und das kann natürlich für ganz viele Erkrankungen eine ganz wichtige Rolle spielen. Also da sprechen wir jetzt nicht nur über Lähmungen, sondern zum Beispiel auch über Depressionen, über Angststörungen, über Zwangsstörungen. Wenn wir verstehen, wie das Gehirn verändert werden muss, damit diese Symptome verschwinden. Was würdest du jungen Menschen sagen, warum sie sich mit Quantentechnologien beschäftigen sollten? Also es ist ganz klar, dass diese Technologie die nächsten 20, 30 Jahre sehr, sehr viel verändern wird. Das, was wir in dem Bereich des maschinellen Lernens und der KI jetzt gerade erleben, wird in den nächsten Jahren ergänzt durch die Quantentechnologie. Nicht nur Quantensensoren, Quantencomputing, Kryptographie, all diese Dinge, die im Moment schon ja relativ weit in der möglichen Anwendung stehen, sondern eben auch noch ganz andere Anwendungen, die wir bisher wirklich nur dunkel erahnen können und Möglichkeiten, diese Technologie einzusetzen. Also man kann natürlich sagen, beschäftigt euch mit der Technologie, beschäftigt euch mit Programmierung. Das ist wichtig, dass man praktisch an dieser Stelle auch in der Lage ist, Dinge zu durchdringen und zu verstehen. Beschäftigt euch mit Digitalisierung und digitaler Transformation, aber achtet auch auf die Schlüsseltechnologien, die auf der Basis der Digitalisierung jetzt praktisch nochmal einen ganz neuen Aspekt reinbringen in das System. Und je früher man damit anfängt, desto besser. Und da kann ich nur empfehlen, dass man vielleicht sich einfach mal irgendwo in ein Praktikum begibt oder einfach mal vorbeikommt, hospitiert in einer Arbeitsgruppe oder in einem Institut, wo an solchen Technologien gearbeitet wird, um zu sehen, wie diese Veränderungen sich jetzt tatsächlich abbilden in den letzten paar Jahren.